Vielleicht geht's euch da ja wie mir. Manchmal will man einfach nur schnell ein Foto machen. Und was ist da schon praktischer als eine gute alte Point-and-Shoot-Kamera? Ich habe mich für dieses Exemplar entschieden, die Nikon L35 AF. Diese Kamera genießt ja einen extrem guten Ruf, vor allem für ihr super scharfes 35 mm 2.8 Objektiv. Allgemein kann ich sagen, dass mich das Design schon sehr anspricht. Also es ist halt 80er Jahre Vibe und der Designer ist ja auch kein Unbekannter. Er hat ja, glaube ich, sogar irgendeinen Ferrari oder so designt und ganz viele andere Sachen. Mir fällt der Name nicht ein. Ich blende es hier ein. Zudem muss ich sagen, fühlt sich die Kamera auch super hochwertig an. Es ist einfach so ein wunderschöner kleiner Kasten, der sich aber gar nicht billig anfühlt, obwohl er zum Großteil aus Kunststoff besteht. Ganz anders als das Nachfolgermodell, das habe ich nämlich auch. Das ist die L35 AF2. Die fühlt sich super billig an. Also die fühlt sich wirklich an wie so ein Abklatsch eigentlich von dem Original. Und man hat da halt deutlich reduziert. Nur mal als Beispiel, diese Klappe hier hinten, die ist bei der ersten Version aus Metall und fühlt sich halt super hochwertig an. Hier ist halt alles aus Kunststoff. Ignoriert einfach mal diesen kleinen Lötunfall, den ich hier hatte. Die Kamera ist im Arsch. Aber nicht wegen dem Unfall, sondern die war schon vorher im Arsch. Ja, aber die fühlt sich einfach an wie so ein Knock-off eigentlich, wie so eine billige Kopie. Einer der größten Konstruktionsfehler bei der Kamera ist ja bekannterweise das Batteriefach, dieser Deckel hier. Bei dem Exemplar jetzt von mir habe ich jetzt keine Probleme aktuell, aber man merkt einfach schon, dass es jetzt nicht die stabilste Konstruktion ist. Es ist übrigens genau die gleiche Konstruktion wie bei der zweiten Version, also es ist identisch. Und ich check nicht, ehrlich gesagt, wie man so eine schöne Kamera und alles so hochwertig entwerfen kann und dann bei diesem Deckel da unten so reinscheißt. Da gibt es ja wohl 1000 andere Wege, wie man das deutlich besser machen konnte. Keine Ahnung, kann ich gar nicht nachvollziehen, wie es dazu kam. Ein weiterer Fehler, beziehungsweise Mangel, den man auch oft online sieht, und das kann ich auch bestätigen, ist, dass der Schalter hier zum Ein- und Ausschalten extrem leichtgängig ist. Also man merkt oft gar nicht, ist die Kamera jetzt an oder nicht, oder das verschiebt sich dann auch einfach, weil es so leichtgängig ist. Ihr seht schon, so richtig, ja, genau. Das war bei der zweiten Version ein bisschen anders. Da hat man ja das Ganze umkonstruiert und man schaltet die nicht mehr oben ein, sondern jetzt hier unten, indem man hier den Deckel aufmacht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hätte man hier auch übernehmen können. Auch so ein Schutz für das Objektiv ist eigentlich auch ganz cool. Auch wenn ich es bei der Version besser finde, dass es hier ein Schraubgewinde hat und man dann halt natürlich dort den ISO umstellt. Aktuell ist das so die Kamera, die ich immer dabei habe, so wie hier in Altötting, als ich meine Ausstellung vorbereitet habe. Die Schwarz-Weiß-Bilder hier habe ich allerdings geschrottet, da kann die Kamera gar nichts dafür. Eine Freundin hatte die Bilder gemacht beim Aufbau und als der Film voll war, dachte ich, dass die Kamera den Film automatisch zurückgespult hätte. Sie hat mir also die volle Kamera in die Hand gedrückt und ich dachte irgendwie noch, die Kamera macht das ja automatisch und dann mache ich einfach den Deckel auf hinten und belichte natürlich die Fotos, beziehungsweise den Film, der noch eingelegt war, und habe dann natürlich schnell zugemacht, aber dadurch sehen die Fotos so aus, wie sie aussehen, und habe dann erst wieder gecheckt, naja klar, unten gibt es ja extra diese Tastenkombination, die man drückt, damit der Film zurückgespult wird, automatisch. Ich hatte nur noch im Kopf, ja, automatisch, aber dass man da was machen muss, hatte ich in dem Moment vergessen. Nicht so schlau.
Naja, deswegen sind die Bilder jetzt alle so milchig. Warum ich euch die Bilder aber trotzdem zeige, ist, weil ich den Look irgendwie ganz geil finde. Es sieht irgendwie ein bisschen surreal aus und ich habe die Kontraste noch hochgezogen in der Post-Production und ich muss sagen, sieht eigentlich ganz cool aus. Alle anderen Filme danach habe ich dann nicht mehr aus Versehen belichtet. Fingers crossed, dass es auch so bleibt. Natürlich darf ich Herrn Robert Ziarkowski, den Künstler und Fotografen, recht herzlich begrüßen und natürlich seine ganze Familie. Herzlich willkommen. Und deswegen ist es für mich sehr schön, heute hier diese Bilder ausstellen zu können und euch teilhaben zu lassen und den Leuten vielleicht euch diese Leute nochmal anders näher zu bringen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne Fragen stellen dazu. Ja, mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen. Vielen Dank. Und es ist auch einer der Hauptgründe, warum ich die erste Version besser finde, abgesehen von allen anderen Sachen, die ich genannt hatte. Und zwar, dass man den ISO-Wert manuell vorne am Objektiv einstellt. Ab der Version 2 kann die Kamera die Xcode auslesen vom Filmcontainer. Und es klingt ja erstmal wie ein Vorteil, technisch überlegen. Und es ist auch wahrscheinlich für die allermeisten Leute so, aber nicht für uns. Nicht für die Leute, die, sage ich mal, mehr als nur rumknipsen. Nicht jeder Film heute hat ja DX-Code, also vor allem nicht, wenn man sich irgendwelche so respooled Filme kauft oder irgendwelche experimentellen Filme, die haben ja alle keine DX-Codes. Das haben ja mehr so die klassischen Filme, die von der Stange, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr so einen Film, der keinen DX-Code habt, in die zweite Version packt, erkennt die Kamera natürlich nicht, welchen ISO-Wert sie verwenden soll. Und ihr könnt auch nicht einstellen, welchen Wert der Film hat, was dazu führt, dass die Kamera automatisch davon ausgeht, ich glaube, dass der Film 100er ISO hat oder sowas. Also das ist natürlich blöd, weil damit ist es eigentlich unbrauchbar. Ihr könnt natürlich auch einen DX-Code runterbasteln von einem anderen Film und da draufkleben dann, oder es gibt auch so DX-Codes zu kaufen. Habe ich mal gesehen bei Amazon. Das geht alles, aber das ist natürlich super umständlich und nervig. Viel besser ist dann doch diese Oldschool-Variante, wo man einfach vorne den ISO-Wert einstellen kann. Und was vor allem halt cool ist, wenn man den ISO-Wert manuell einstellt, ist, dass man halt einfach gezielt unter- oder überbelichten kann. Und das ist was man easy machen kann und was ich auch oft mache. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil hier ist so ein riesiger Schmetterling am Fenster, der nicht rauskommt. Aber ich lasse den gleich frei. Wenn ihr also einen 200er Film habt, das habe ich mit der Kamera auch schon gemacht, dann stelle ich den ISO-Wert auf 400 ein und in der Entwicklung gebe ich dann an, dass der Film um eine Blende gepusht werden muss. Und das kann man halt hier einfach easy machen. Es ist halt mehr Fotografie, sage ich mal, als einfach nur Geknipse. Und hier bist du auf alles angewiesen, was von der Stange kommt. Hier hast du wirklich deine Freiheiten und kannst dich kreativ austoben. Und wie erwähnt, die Kamera hat hier vorne ein Filtergewinde. Ich habe da so einen Schutzfilter drauf, einfach um das Objektiv ein bisschen zu schützen. Das ist halt auch super cool. Das zeigt mir auch einfach, dass das Ganze wirklich eher noch ein richtiger Fotoapparat ist. Auch wenn es so blöd klingt, wenn man sowas sagt, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ihr könnt da Filter drauf machen, um die Kamera eben zu schützen oder halt, um wirklich auch kreativ euch auszutoben. Irgendwelche Farbfilter zum Beispiel oder auch irgendwelche, ja, so Effektfilter, keine Ahnung, so ein Pro-Mist-Filter oder sowas. Und was auch cool ist, dass diese ganze Belichtung, die gemessen wird, die wird hier unten gemessen und zwar hinter dem Filter. Das heißt, der Filter wird immer berücksichtigt. Das finde ich auch sehr cool. Hier unten ist so ein kleiner schwarzer Punkt, so eine kleine Diode und die misst die Lichtmenge, die reinkommt. Und das finde ich super cool. Der Autofokus funktioniert auch bei wenig Licht gut. Das ist auch sehr cool, weil es so ein Infrarotsystem ist. Keine Ahnung, frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert ziemlich gut und ich bin echt erstaunt, wie gut der Fokus ist und wie schnell und so weiter.
das macht schon Spaß. Dass ich das Design schön finde, hatte ich ja bereits gesagt. Ja. Sieht ja auch einfach schick aus, wenn man das so dabei hat, aber es fühlt sich auch gut an. Aber wo mich meine Begeisterung selbst überrascht hat, ist, wie geil ich diesen Kameragurt finde. Der ist so schön designt, dieser schlanke Gurt mit diesen roten Elementen. Und dann hat man hier dieses Gummiteil, was man sich über die Schulter hängt, auch nochmal gebrandet. Und dann hat man hier, sowas wäre heute auf jeden Fall aus Plastik, dieses Metallteil hier. Da ist es halt noch aus Metall. Steht Nikon drauf, Nikon Japan. Und das sind diese kleinen Feinheiten, die es so besonders macht. Man hat sich Gedanken gemacht. Und was ich am geilsten finde, und das kannte ich vorher so nicht von meinen ganzen Kameras, ist, dass der Gurt an der Seite der Kamera befestigt ist. Und dadurch hängt die Kamera so, wenn man sich die umhängt. Und das finde ich überraschenderweise extrem cool. Und das hätte ich bitte gern bei jeder Kamera, die ich habe. Zumindest die Option. Man kann ja, es gibt ja Kameras, ich glaube, die Mamiya 7 oder so, die hat es, glaube ich, auch, dass man hier theoretisch beide dran machen kann, also einzeln dran machen kann. Und dann gibt es hier noch die Option, falls man sie so tragen will. Bei der ist es halt so. Und das ist halt auch eine Schlaufe, das heißt, man zieht es da durch. Das macht es auch sehr bequem. Dann kann man sich die gut umhängen. Und das ist so ein schönes Design. Ich meine, allein wenn die so da hängt, sieht die so cool aus mit diesen roten Elementen in dem Band und dann noch diesem roten Element hier vorne, was ja dieses Signature Nikon Design ist, was dieser Designer übrigens eingeführt hat, was ja immer noch fortgesetzt wurde dann bei den Nikons oben am Griff. Sehr cool. So schön, wirklich. Auch sehr cool. Das hat die Zweier auch nicht mehr. Also es ist wirklich ein Downgrade. Ihr seht schon. Dieser Hebel hier vorne, der ist für Situationen, in denen ihr Gegenlicht habt. Also wenn jemand zum Beispiel vor einem Fenster steht oder vor der Sonne oder sonst irgendwas, dann könnt ihr diesen Hebel runterdrücken und dann in der Gegenlichtsituation ein Foto machen. Und die Person bekommt immer noch Licht und ist dann nicht nur einfach nur eine Silhouette. Das ist ein richtig cooles Feature, das habe ich auch sehr oft benutzt. Das hat die zweite Version der Kamera gar nicht mehr. Verstehe ich nicht, warum man das wegmacht. Vielleicht war es zu kompliziert für manche Leute. Ich glaube, das wird dann um eine Blende oder so überbelichtet. Ihr seht also, man hat für eine Point-and-Shoot immer noch recht viel Kontrolle und deswegen fühlt sich das auch für mich eher an wie eine richtige Kamera. Auch von der Verarbeitung her, alles ist so hochwertig. Da hatte man halt wirklich Bock, eine richtig hochwertige Point-and-Shoot-Kamera zu machen. Und im Vergleich dazu, das hier ist ja auch eine Point-and-Shoot-Kamera. Die Revue hier mit dieser lustigen Verpackung, also Tasche, das ist keine Verpackung, sondern Tasche. Die habe ich von meinen Eltern. Die funktioniert auch noch, aber das ist natürlich auch vom Gefühl her und von allem her, sag ich mal, fühlt sich eher an wie ein Spielzeug. Das hier fühlt sich an wie eine richtige Kamera. Das ist halt der Unterschied. Beides Point-and-Shoot, beides 35 mm, glaube ich. Gut, da weiß ich es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist halt 35 mm Objektiv, aber halt Echtglasobjektiv mit mehreren Elementen. Und bei diesen günstigeren Point-and-Shoot-Kameras ist ja oft das Objektiv die Schwachstelle am Ende. Muss man ja auch sagen, die Kamera an sich ist ja einfach ein Filmhalter. Das ändert ja nichts am Filmlook und so. Aber was natürlich dann wichtig ist, ist vor allem das Objektiv. Das macht den Look und der Rest ist natürlich Komfort. Klar, Autofokus ist gut, wenn er funktioniert und die Belichtungsmessung sollte auch einwandfrei sein. Und der Blitz hilft natürlich auch, aber den Look erzeugt hauptsächlich dann das Objektiv und das ist halt hier saugut. Und ihr habt die Kontrolle über die Belichtung mit dem ISO. Habt ihr hier alles nicht. Ja. Allerdings muss man auch sagen, wenn ihr die irgendwie kaputt macht oder euch die geklaut wird, ist der Schmerz wahrscheinlich weniger groß als bei der L35HF. Die L35HF ist, glaube ich, eine der beliebtesten Point-and-Shoot-Kameras aktuell. Beliebt bei Liebhabern und bei, ja, sag ich mal, Einsteigern auch, weil die natürlich super zuverlässig ist, super cool aussieht. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Markt
sehr teuer geworden ist. Also diese Dinger, die gehen mittlerweile richtig teuer weg und das wird sich ja nicht ändern. Das ist ja der Fluch dieser ganzen Kameras. Die werden ja alle nur teurer, weil es immer weniger davon gibt. Also schnappt euch schnell eine. Ich bin super froh drum und ich liebe diese Kamera. Vor allem mit diesem Gurt und allem drum und dran. Ja, sehr, sehr schöne Kamera. We can make it better. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr selbst Erfahrung habt mit Point-and-Shoot-Kameras, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ich lese es total gern. Ansonsten würde ich sagen, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Ciao.